Was merkwürdigerweise in den Medien nicht gesagt wird, das Gas gehört nicht uns. Das Gas gehört privatwirtschaftlichen Firmen und die können dieses Gas jederzeit an andere Länder verkaufen, wenn sie einen guten Preis dafür bekommen. Das heißt, das Gas, was in deutsche Gas oder in Gasspeichern auf deutschem Boden, muss man eigentlich sagen, steht, es gibt überhaupt keinen Anlass, 100% darauf zu vertrauen, dass das für Deutschland genutzt werden könnte. Das ist nämlich noch ein ganz wichtiger Punkt. Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Ja, Sebastian, wir hatten ja ein sehr interessantes Gespräch vor einiger Zeit mit dem Herrn Jung-Nitschke. Und auch eine ganze Menge Nachfragen, Resonanz. Inzwischen ist auch eine ganze Reihe Zeit vergangen, einige Wochen. Wir haben gesehen, es ist ein Thema, was sehr, sehr viele unserer Zuschauer, Zuhörer interessiert. Und das natürlich auch aus gutem Grund, oder? Hundertprozentig. Also ich meine, wir sehen es jetzt ja gerade, momentan ist eine sehr kalte Woche. Der Winter war bisher relativ mild, aber jetzt in den kalten Wochen stellt sich natürlich die Frage umso mehr. Und daher auch meine Frage an dich. Wie siehst du das? Wie ist die Wahrscheinlichkeit für einen Blackout? Kommt er oder kommt er nicht? Eben, wie gesagt, in den Medien hört man ja, milder Winter, Entwarnung, Gasspeicher prall gefüllt und da gibt es Flüssiggas. Wo stehen wir denn jetzt wirklich? Also ich denke, die Wahrscheinlichkeit, dass es heute, morgen oder vielleicht auch übermorgen zu einem Blackout kommt, ist wahrscheinlich nicht so sehr hoch, aber die Experten sind sich da einig und einige der Politiker, besonders aus Österreich, hört man da immer wieder klare Worte, selbst auch von Politikern in entsprechenden Amt und Würden sozusagen, die sagen, es ist keine Frage, ob ein Blackout kommt, es ist eigentlich nur die Frage, wann ein Blackout kommt. Das heißt, an der Wahrscheinlichkeit, dass ein Blackout kommt, hat sich nicht viel geändert. Wir haben, wie du selber gesagt hast, kann man aufs Wetter schauen. Ich denke, das Wetter ist in vielen Regionen in Europa doch etwas wärmer als erwartet noch, zumindest im Durchschnitt. Und letztendlich haben wir auch gelernt im Gespräch mit dem Herrn Jung-Nitschke, dass das Ganze von vielen Faktoren abhängt. Und wenn man dort wieder die Summe zieht, also eigentlich an der Summe aller Faktoren hat sich nicht sehr viel geändert. Und was halt das Risiko nach oben treibt, ist, dass alle diese Risikofaktoren, also wenn wir uns auch erinnern, da war ja zum Beispiel auf der einen Seite, dass das Netzgebiet, dass im Netzgebiet ein Krieg ist beispielsweise, dann auch die Solar- und Windenergie macht nicht nur den Strom teurer, sondern im Prinzip wird ja auch zu höherem Risiko. Wir erinnern uns noch an das Wort Dunkelflaute, also was ist, wenn weder Sonne scheint noch Wind weht und so weiter und so fort. Das heißt, je mehr Länder im Prinzip auf Wind- und Solarenergie setzen, desto höher wird letztendlich wieder das Risiko, dass irgendwas passiert. Ja, das ist also alles das, was man zum Thema Risiko dazu sagen kann. Also lass doch nochmal die Faktoren durchgehen, wie wir sie ja auch letztlich mit Herrn Jung-Nitschke damals letztlich so doch ziemlich gut ausgearbeitet haben. Ja, also ich meine, da gab es ja verschiedene Dinge. Ich meine, eine Sache, die er erwähnt hat, ist ja der Wechsel zu erneuerbaren Energien. Wir sehen es immer wieder, zum Beispiel jetzt hier in UK wurde jetzt letztes Jahr hier mehr Strom produziert eigentlich, als verwendet werden kann. Und Riesenproblem, also ich rede von Ökostrom, Riesenproblem natürlich, es gibt dafür keinen Speicher. Ja, das heißt also, dann gibt es eben die windflauen Tage und es ist letztlich nichts, es gibt keine Batterien, ja, das ist ja das Problem beim Ökostrom. Ja, man mag den zwar produzieren, aber kann ich nicht speichern, während ja fossile Brennstoffe eigentlich Energiespeicher sind. Ja, also das war ein Punkt. Aber ich glaube, sein Hauptkriterium der Risikobewertung war ja letztlich doch die Sache, dass hier nun Krieg ist im Versorgungsgebiet der EU. Die Ukraine wurde ja schon 2022 hier ins Stromnetz der EU mit eingebunden. Ja. Und jetzt können mögliche Störungen, Anschläge, Zerstörungen durch Bomben und Ähnliches ja möglicherweise dadurch das ganze Netz empfindlich stören. Und wir wissen ja, dass auch nur bei geringen Über- oder Unterschreitungen der bekannten 50 Hertz Kraftwerke dann automatisch abgeschaltet werden. Ja, genau. Und das, was du jetzt gerade eben erwähnt hast, das kann eben zum tatsächlichen Blackout führen. Im Gegensatz eben zum Brownout, also geplante Stromabschaltung wegen zum Beispiel vorhersehbaren Überbedarfen oder vorhersehbaren Mangel an Stromproduktion.
Und da muss man insgesamt sagen, dass sich die Lage wegen eben dieser verschiedenen Kriterien oder verschiedener weiterer Kriterien auch verschärft hat oder immer noch sehr, sehr ernst ist. Egal, ob man da jetzt ein Flüssiggasterminal in Betrieb genommen hat und so weiter und so fort. Also geplante Unterbrechung der Stromversorgung sind einfach wahrscheinlich und die führen dann eben zum Risiko, zum Beispiel des Brownouts oder Blackouts. Und es ist ja offensichtlich, wie man hört, auch schon zu Abschaltungen gekommen. Zum Beispiel in München, in Baden-Württemberg. Hier sollen ja auch Ampelanlagen betroffen gewesen sein. Was sind denn nun weitere Risikofaktoren, die mindestens Brownouts, möglicherweise aber auch Blackouts wahrscheinlicher machen? Übrigens, wenn ihr keins unserer interessanten Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch jetzt gleich auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke. Auch über Kommentare, Fragen oder einen Daumen hoch freuen wir uns sehr. Also gut, dass du das mit dem München und Baden-Württemberg erwähnt hast, weil gerade letzte Woche, wir sind jetzt im Januar, wir nehmen das jetzt auf im Januar 2023, einfach nur für diejenigen, die das später nochmal hören vielleicht, aber gerade jetzt hier im Januar in Baden-Württemberg, ich glaube der Stromversorger Transnet, dort gibt es so eine App, die man auf dem Handy installieren kann. Und das ist schon mehrfach vorgekommen, dass dann also wirklich die Kunden informiert werden und gebeten werden, bitte heute 15 Uhr oder bitte heute von 17 bis 18 Uhr, wer Notebooks hat, lässt sie nur mit Akku laufen und bitte schalte die Waschmaschinen aus und so weiter und so fort. Das heißt, zusätzlich zu den immensen Redispatch-Maßnahmen, die da überhaupt getroffen werden, also letzte Woche zum Beispiel über 400 Redispatch-Maßnahmen in einer Woche, um das Netz irgendwo noch zu retten oder im Prinzip Brownouts oder andere Stromabschaltung zu vermeiden. Ja, also auch noch das, dass man jetzt die Bürger versucht mit ins Boot zu holen. In der App steht, ich habe mir das mal angeguckt, steht da oben drin, bitte helfen Sie mit. Und dann geht halt so eine Warnung an die Kunden im Stromnetz. Ja, aber was sind jetzt, du hast ja gefragt, was sind noch weitere Risikofaktoren? Also auf der einen Seite muss man natürlich ganz klar sagen, Nachschub an Gas über die Pipelines ist gestoppt. Also obwohl noch eine Röhre funktionieren könnte, es kommt definitiv de facto kein Gas mehr aus Russland an. Man muss ja sagen, dass die Gasspeicher bisher eigentlich nur deswegen voll sind, weil man die noch mit russischem Gas gefüllt hat. Ja, also im Grunde genommen, der nächste Winter ist möglicherweise der viel kritischer ist als dieser Winter. Genau so ist das, absolut. Und der Chef der IEA, also der Fatih Birol, sagte kürzlich, 2023 wird noch viel schlimmer, weil die Umstände, die bisher eben das erlaubt haben, wie du gerade schon gesagt hast, dann wegfallen und es fehlen also de facto 30 Milliarden Kubikmeter Gas, die man bisher eben aus Russland bezogen hat. Dann, ich weiß jetzt nie, wie du das wahrgenommen hast, aber der eigentliche Winter hat eigentlich in Europa noch nicht stattgefunden. Wer weiß, ob er noch kommt. Im Durchschnitt, im Jahresdurchschnitt haut es ja dann immer wieder hin. Also wenn der Winter am Anfang mild ist, dann schlägt er vielleicht später zu. Vielleicht kommt auch dann 2023 ein richtig harter Winter, also jetzt 2023, 2024. Also hier, wie ich gesagt habe, also diese Woche, jetzt gerade heute hier, also wie gesagt, wir sind im Januar 2023, UK die kältesten Temperaturen seit 10 Jahren. Und hier haben sie jetzt tatsächlich heute auf bestimmten Bürgern, die von vornherein dafür sich angemeldet haben, geschrieben, dass sie zwischen 5 und 6 den Strom abschalten sollen. Dann kriegen sie irgendwie dann, was weiß ich, 50 Cent auf der Rechnung erschreiben oder so. Ja. Also das ist heute an dem heutigen Tag, wir das aufnehmen, in Großbritannien, drittgrößte Volkswirtschaft Europas. Okay. Also da, wo ich jetzt gerade bin, da ist in der Tat, ist interessant, wie sich das wieder so nivelliert, ist der wärmste Winter der wärmste Monat seit 3 Jahren, aber wer weiß, was eben noch kommt im nächsten Monat. Für mich war interessant zu sehen, dass in den Medien die Schlagzeile zu lesen war vor einigen Wochen. Aber jetzt reicht Gas noch 56 Tage. Und zum Glück war es dann doch nicht bitterkalt die nächsten Wochen. Aber wir hatten eine Zeit vor einigen Wochen, als man gesagt hat, jetzt reicht das Gas noch 56 Tage, dann ist es alle. Und was viele nicht wissen, ist ja, dass, wenn es richtig bitterkalt wird, dass in Frankreich und in anderen Ländern wie Griechenland zum Beispiel eben nicht mit Gas geheizt wird, sondern mit Strom geheizt wird. Das heißt, das sind überall die Klimaanlagen, mit denen man im Sommer vielleicht sich die Räume kühlt und im Winter heizt man damit. Teilweise hat das was damit zu tun, dass dort auch
die Luft sehr feucht ist und man die Klimaanlagen dann gleichzeitig benutzt, um natürlich auch die Raumluft zu entfeuchten. Aber das führt natürlich zum immensen Mehrbedarf an Strom und bringt zusätzlich Risiken in das gesamte Stromnetz, wenn es denn in den nächsten Tagen oder Wochen nochmal richtig kalt werden würde. Und der letzte Fakt, der das Risiko erhöht, ist, selbst wenn die Gasspeicher zu 100% voll wären, was merkwürdigerweise in den Medien nicht gesagt wird, das Gas gehört nicht uns. Das Gas gehört privatwirtschaftlichen Firmen und die können dieses Gas jederzeit an andere Länder verkaufen, wenn sie einen guten Preis dafür bekommen. Das heißt, das Gas, was in deutsche Gas oder in Gasspeichern auf deutschen Boden, muss man eigentlich sagen, steht, es gibt überhaupt keinen Anlass, 100% darauf zu vertrauen, dass das für Deutschland genutzt werden könnte. Das ist nämlich noch ein ganz wichtiger Punkt. Wenn das Flüssiggas jetzt hier die Lösung ist für diese Probleme und man ist hier sehr weit mit Lieferverträgen, man sieht auch immer Bilder von diesen gigantischen Tankern, die dann da einlaufen, die dieses Flüssiggas auf Bord haben, Terminals werden gebaut und so weiter und so fort. Zum Teil gibt es jetzt auch schon dann wiederum Aussagen, oh, eigentlich machen wir hier viel zu viel mit Flüssiggas und wir brauchen wir gar nicht. Wie ist denn hier deine Einschätzung bezüglich Flüssiggas? Ja, Flüssiggas muss man jetzt vielleicht mal aus zwei Perspektiven beleuchten. Nehmen wir mal die erste Perspektive, da geht es also wirklich in der Tat darum, Stromversorgung sicherzustellen. Also am 17.12. wurde in der Tat das erste LNG-Terminal in Wilhelmshaven eröffnet und für den 22. Dezember war dann die Netzanbindung geplant und ein Schiff mit 165.000 Kubikmeter Flüssigerdgas ist dann auch Mitte Dezember 2022 eingetroffen noch. Ich habe mir das mal ausrechnen lassen, also dieses Flüssiggas von diesem einen Schiff beispielsweise könnte jetzt 50.000 bis 80.000 Haushalte ein Jahr versorgen. Na, das sind doch mal gute Nachrichten, konkrete, positive Schritte. Ja, also sind es nur die Zahlen, die vielleicht positiv klingen. Aber wenn man sich das genau anguckt und auch die Medien natürlich verfolgt, wird man eben nicht nur Positives dazu. Also auf der einen Seite übrigens, um das mal vorwegzunehmen, bringt man momentan Deutschland halt in eine Situation, teuerste Energie überhaupt zu haben für die Privatperson, auch für die Industrie. Das ist natürlich auch ein immenser Standortnachteil für Gewerbetreibende, für Industrie in Deutschland, weil logischerweise ist Gas, also man erstmal verflüssigt und dann wieder in einen gasförmigen Zustand umwandelt, dann natürlich noch mit Schiffen, transportiert, dann noch diese Terminals braucht und so weiter und so fort, um Vielfaches teurer als eben das bisher bezogene billige Gas, mit dem man Energie erzeugen konnte. Übrigens, das Gas wurde ja nicht nur für die Energieerzeugung, sondern auch für andere Zwecke benötigt. So. Also das muss man einmal sehen, also es ist immens teurer, jetzt dieses Fracking-Gas da zum Beispiel aus den USA zu beziehen. Deswegen bringt es jetzt auch wieder Umweltschützer auf den Plan, weil beispielsweise wurde bekannt, es wurde ja für dieses eine Flüssiggasterminal ein, sagen wir mal, Monsterschiff, 300 Meter langes Schiff, dann ebenfalls dort mit an dieses Terminal gebracht. Denn die Anlage, das Flüssiggas wieder in gasförmigen Zustand umzuwandeln, die hat man dort nicht gebaut, sondern da hat man halt ein Schiff, dieses 300 Meter lange Monsterschiff dahin gebracht und das hat das alles an Bord. Das heißt, man liefert jetzt mit einem anderen Schiff sozusagen Flüssiggas an. Das wird jetzt auf dieses Spezialschiff verladen und dort wird es dann in den gasförmigen Zustand letztendlich wieder umgewandelt und wird dann ins Netz eingespeist. Und die Umweltschützer sind deswegen auf dem Plan, weil alleine dieses eine Terminal, dieses eine Schiff dort mindestens jährlich 35 Tonnen Chlor ins Hafenbecken ableiten muss. Und deswegen auch das Thema, das kann eigentlich keine dauerhafte Lösung sein. Und ja, deswegen ist die Frage, ist Flüssiggas wirklich die Lösung, um das Energieproblem von Deutschland oder Europa zu lösen? Ja, wie du sagst, ist es eher wahrscheinlich keine Lösung. Aber ist es wirklich, sind diese Dinge wirklich nicht, ich sage jetzt mal, verbesserbar durch Technik? Also wo ist denn hier das grundlegende Problem? Also das grundlegende Problem, was übrigens noch dazu kommt, gut, dass du es ansprichst, ist, dass ohnehin würde man alle geplanten Flüssiggasterminals in Betrieb nehmen, würde das ja ohnehin nur 20% des Gasbedarfs decken. Also es ist zum Beispiel illusorisch, diese Riesenmenge an Gas, die bisher durch die Pipelines gekommen ist nach Deutschland, jetzt ausschließlich durch Flüssiggaslieferungen zu decken. Man könnte, wenn man alle geplanten Flüssiggasterminals in Betrieb nehmen würde,
könnte man 20%, wie gesagt, decken. Ist ja Wahnsinn, ja, ist ja also absolut die total theoretische, eigentlich nur eine theoretische Lösung, praktisch überhaupt nicht umsetzbar. Genau. Und hinzu kommt noch die Frage, gibt es überhaupt so viel Flüssiggas, wie dann Deutschland brauchte im internationalen Markt? Momentan nämlich nicht, aber vielleicht würde sich das entwickeln. Und der nächste Fakt ist dann, ob man überhaupt so viele Schiffe hätte, die jetzt für den zusätzlichen Kunden, für einen zusätzlichen Abnehmer, wie zum Beispiel Deutschland oder andere europäische Länder, weil die sind ja alle ausgebucht über Jahre. Also im Prinzip sind Spezialschiffe, die sowas transportieren, sind Spezialschiffe, die sowas wieder umwandeln können in gasförmigen Zustand. Und jetzt so innerhalb von wenigen Monaten plötzlich gibt es einen ganzen Wirtschaftsraum, der sagt, wir wollen das jetzt auch. Und da müssen die Schiffe erstmal gebaut werden, da müssen die Anlagen erstmal gebaut werden. Und natürlich dieses Gas muss am Markt auch verfügbar sein in dieser immensen Menge. Also absolut muss man sagen, das ist schon wirklich eine theoretische Lösung. Und die Politik sagt einfach, es ist bisher ja immer gut gegangen, also wird es auch in der Zukunft schon gut gehen. Und ich meine, wenn dann mal die Gaslieferung, also jetzt mal auch selbst unter der Annahme, dass die Gaslieferung gewährleistet ist, gibt es ja noch viele andere Dinge, die jetzt da komplett in die Hose gehen können, die schief gehen können. Ja, man denke nur an Cyberangriffe auf die Infrastruktur, Totalausfall oder Teilausfall von Kraftwerken und an anderen Teilen wichtiger Infrastruktur. Also ich meine jetzt die Anlieferung des Gases ist ja nur ein Puzzleteil von vielen, was die Energieversorgung sicherstellt. Genau, ist das, ne? Hatten jetzt gerade vor einigen Tagen eine Schlagzeile, gab es einen Cyberangriff auf die Deutsche Telekom beispielsweise, ne? Oder Hackerangriff. Jetzt gibt es mögliche, also aus meiner Sicht, ich habe früher einige Projekte auch mit T-Systems oder mit der Telekom gehabt, also würde man sagen, die haben das schon im Griff. Also wer, wenn nicht ein Unternehmen wie die Telekom oder T-Systems weiß sich gut zu schützen, abzuwehren in Bezug auf Cyberangriffe oder Hackerangriffe, aber trotzdem gelingt es immer wieder mal jemanden da einzubrechen. Und wenn das jetzt, wenn es Cyberangriffe auf die Infrastruktur geben noch, was die Stromversorgung betrifft, kann das also ganz schnell zum Totalausfall oder Teilausfall von Kraftwerken oder anderen Teilen der Infrastruktur der Energieversorgung führen. So wie du es auch schon gesagt hast, wie gesagt, diese Risiken gibt es. Und wenn nichts von dem passiert, also es wäre ja schön, wenn also wirklich nichts passiert, kein Cyberangriff, kein Teilausfall von Kraftwerken und so weiter und so fort, immer noch bleiben Brownouts wahrscheinlich. Und mit großer Wahrscheinlichkeit müsste man in diesem Winter und wenn nicht in diesem, dann eben im nächsten Winter damit rechnen. Ja, je nachdem, wie kalt eben der Winter wird. Und es hat ja bereits mehrere größere Frequenzeinbrüche gegeben, jetzt gerade in den letzten Wochen. Und es ging immer, und das ist interessant, immer gerade noch so gut aus. Möglicherweise sind natürlich auch die Leute oder die Technik, die da diese Redispatch-Maßnahmen durchführen, besser geworden. Man hat vielleicht bessere Technik, dass man das jetzt besser im Griff hat, aber das Risiko bleibt einfach. Und du hast ja selber in München schon erwähnt, 1,5 Stunden Totalabschaltung. Also es sind Dinge, an die man sich möglicherweise gewöhnen muss, die einfach häufiger passieren. Und ich sage es nochmal, das hat leider, was Deutschland betrifft, eben gerade damit was zu tun, dass man hier immens Wind- und Solarstrom gefördert hat, weil jeder Windgenerator, jedes Solarstromanlage braucht ja immer ein 100%iges Backup. Das heißt, wenn ich jetzt sage, dass ich so und so viel Strommenge durch Windenergie erzeugen will, muss ich gleichzeitig ja immer das Backup vorhalten, auch wenn ich es vielleicht nicht aktiviert habe, für den Fall, dass mal kein Wind weht. Das heißt, umso mehr man im Prinzip in Anlagen investiert und Anlagen errichtet, und das hat Deutschland ja in großem Umfang gemacht, umso mehr muss man parallel dazu Backup-Systeme vorhalten. Und wenn man es selber nicht macht, das sehen wir jetzt gerade am Beispiel von Deutschland, dann ist man darauf angewiesen, dass es in Nachbarländern wie Polen oder Frankreich gemacht wird. Also man wird das Thema nicht los, wenn man einfach sagt, wir schalten unsere Kernkraftwerke ab. Wenn wir unsere Kernkraftwerke abschalten, müssen sie im Nachbarland gebaut werden. Also wenn wir unsere Menge an Solarstrom zum Beispiel erhöhen oder an Windstrom, muss an irgendeiner anderen Stelle, entweder bei uns oder in Nachbarländern, die Menge an Backup-Systemen erhöht werden. Das ist einfach das, was man zur Kenntnis nehmen muss. Ja, du hast da vorhin von 1,5 Stunden Stromausfall gesprochen. Ich stelle mir jetzt gerade mal vorher 1,5 Stunden im Fahrstuhl feststecken. Naja, vielleicht noch mit Kindern, das wäre echt das totale Horror-Szenario. Ja? Also ich meine, das wäre ja schon das Ende, mehr oder weniger. Zumindest das Ende des Seelenfriedens.
Wie kann man sich da vorbereiten? Wie kann man sich schützen? Lass uns doch dazu noch kurz sprechen. Also wir machen das mal vielleicht in Kurzform. Da könnte man jetzt über eine Stunde drüber sprechen, aber ich versuche mal so die wichtigsten Dinge anzusprechen. Wenn man sich da gut vorbereiten will, gibt es da auf der einen Seite den Strombedarf selber. Also wenn es jetzt mehrere Stunden, möglicherweise mehrere Tage, im Blackout-Fall ja möglicherweise mehrere Wochen, keinen Strom mehr aus der Steckdose gibt, dann ist die Frage, wie bekomme ich Strom für bestimmte Dinge. Dann habe ich das Thema Heizung, besonders im Winter. Dann habe ich brauche Nahrungsmittel und ich brauche Zahlungsmittel, falls ich mir denn irgendwo doch noch was kaufen kann. Und gehen wir das mal der Reihenfolge schnell durch. Also Strom, was kann ich da tun, wenn ich also keinen Strom mehr habe, vielleicht über mehrere Stunden, mehrere Tage. Also mindestens könnte man einen Gaskocher oder einen Holzkocher haben. Ich habe zum Beispiel jetzt wir haben bei uns beides. Also wir haben sowohl einen Gaskocher und eben noch ausreichend Kartuschen und auch einen ganz pfiffigen Holzkocher, wo du ganz ein paar kleine Holzstückchen oder Pappstückchen reinschmeißen kannst. Deutsche Ingenieurskunst, und obwohl es nur ein paar Stücken Pappe oder ein Stück Holz sind, kannst du davon eigentlich dir eine Suppe kochen oder Tee kochen. Also ein Holzgasofen. Eine clevere Lösung ist auch ein Balkonkraftwerk. Da gibt es ja positive Signale auch vom Gesetzgeber, wo bestimmte Anforderungen auch erleichtert worden sind. Dass man also einfach eine Solarzelle sich zum Beispiel, also keine Solarzelle, das wird übertrieben, also ein System kauft, ein sogenanntes Balkonkraftwerk, das am Balkon oder der Terrasse installiert und jetzt einen Stecker hat, so ähnlich wie ein Schuko-Stecker, den in seine Steckdose reinsteckt. Und jetzt passiert halt was ganz Geniales. Würdest du jetzt den Hauptschalter an deinem Stromkreislauf ausmachen, also deine Hauptsicherung ausstellen, dann hast du den Strom, der draußen gerade produziert wird. Mit einer Solarzelle hast du in deiner Wohnung, in deinem Stromnetz. Das heißt, du kannst theoretisch an jeder Steckdose einen Verbraucher anstecken, vielleicht dein Handy, dein Notebook aufladen. Ist nicht unbedingt ein Wasserkocher mit 1000 Watt, aber kleine Geräte hast du dann, wenn draußen die Sonne natürlich scheint. Mittlerweile gibt es auch immer mehr so kleine Mini-Windanlagen, die man sich im Garten zum Beispiel installieren kann. Ist das erlaubt, diese Verwendung? In Deutschland ist es bis 600 oder 700 Watt erlaubt. Aber da gibt es auch, also gerade im YouTube, wenn man danach sucht, Balkonkraftwerk, gibt es also viele, viele findige Leute, die da auch teilweise sagen, wie sie es gemacht haben, dass sie mehr als 600 Watt einspeisen. Aber wir wollen da jetzt ja keinen genauen technischen Ratschlag geben am Ende. Also muss man sich mit befassen, heißt es auf Deutsch, ja. Muss man sich damit beschäftigen, genau so ist es, aber es ist eine tolle Lösung und du kannst halt, übrigens, wir adressieren ja jetzt auch Kunden, die nicht nur in Deutschland wohnen, das heißt, man muss dann jeweils in dem Land, in dem man wohnt, also ich wohne zum Beispiel in Griechenland, da gibt es keine Einschränkung und in Deutschland gibt es eben zum Beispiel eine gewisse Einschränkung, ich meine, liegt bei 600 Watt. Du kannst natürlich mehr Solarstrom produzieren, aber bis zu so und so viel Watt darfst du dann einfach den Schuko-Stecker in deine Steckdose reinstecken. Und dann hast du Strom in deinem eigenen Stromkreislauf, natürlich mit entsprechenden Sicherheitsmodulen, die dann im Prinzip dich davor schützen, dass falls du den Stecker mal anfasst oder die Kinder anfassen, dass du da keinen Stromschlag bekommst. Also es ist ein vernünftiges System. Hat natürlich das Problem, danach hast du keinen Strom. Deswegen eigentlich der nächste Tipp wäre ein Stromspeicher, den man als Stromgenerator benutzen kann, vielleicht in Verbindung mit einer Solarzelle. Das heißt, es gibt mittlerweile sehr, sehr gute Strombatterien oder im Prinzip Stromspeicher, die man als Stromgenerator für 110 oder 220 Volt benutzen kann und damit ganz guten Brownout überbrücken kann. Vielleicht auch über längere Zeit, wenn man den wiederum mit mehreren Solarzellen verbindet, und da gibt es da keine Grenze. Also wenn du jetzt ein eigenes Batteriesystem zu Hause betreibst, dann kannst du da auch 1000 Watt anschließen, wenn du solange du nur deine eigene Batterie letztendlich lädst. Und es gibt wiederum Technologien, diese Batterien wiederum mit dem eigenen Stromkreislauf im eigenen Haus zu verbinden. Also da gibt es einige interessante Möglichkeiten. Dieser Stromgenerator ist ja nichts Neues, das kennen wir im Prinzip alle. Da hört man immer wieder nur den Hinweis, wenn du dir einen Dieselstromgenerator kaufst, achte darauf, dass der leise ist, weil wenn du mehrere Tage oder Wochen keinen Strom hast, könnte es sein, die Nachbarn kommen und klauen den. Ja. Ich habe noch nie einen leisen Dieselgenerator gesehen, aber whatever. Also gibt es in der Tat. Es gibt also wirklich flüsterleise Stromgeneratoren. Wirklich, ja? Naja, sind etwas teurer, aber sind wirklich sehr, sehr leise mittlerweile. Da gibt es tolle Geräte. Genau. Gut, dann, das war zum Thema Strom.
Dann haben wir gesagt, die Heizung. Und ja, also wäre jetzt eine Gasheizung zum Beispiel, es gibt Gasheizung für die Wohnung, die man da betreiben, also die man da kaufen kann und an eine Propangasflasche zum Beispiel anschließen kann. Da gibt es die Schwierigkeit, dass man da immer für eine sehr, sehr gute Belüftung sorgen muss und vielleicht auch Sicherheitsrisiken, wo man will aufpassen, aber einige entscheiden sich für eine Notfallgasheizung. Es gibt übrigens auch, das ist eine relativ preiswerte Sache, also für 130 € kann man bei Amazon bestellen, diese Nachrüstfahrzeugheizungen. Was ist eine Standheizung oder was? Und wie so eine Standheizung, die dann natürlich mit Benzin zum Beispiel geht. Also da ist das System schon so vorbereitet, dass man dann im Prinzip die Gase nach außen leiten kann. Und ich habe da also mit einigen Leuten gesprochen, die da total begeistert davon sind, weil die also 2 Kilo, angeblich bis zu 2 Kilowatt Heizleistung hat. Das müsste man dann nochmal genau nachprüfen. Und einen sehr, sehr geringen Verbrauch hat. Und es gibt Leute, die einfach sagen, ich hole mir eine Infrarot-Fußmatte, die hat vielleicht 100 Watt. Die kann man dann auch mit so einer größeren Batterie vielleicht betreiben, ein paar Stunden am Tag und setzt da seine Füße drauf. Zum Beispiel, da kann man halt den ganzen Raum heizen, aber vielleicht eben die Stelle, wo man gerade sitzt oder wenigstens seine Füße. Das wären so kleine Lösungen noch. Und andere Dinge muss man halt dann wirklich mit Fragezeichen versehen. Kerzen, also Teelichtöfen und so weiter und so fort. Mit Sicherheit nichts für sehr, sehr kalte Tage, aber vielleicht für so mittelkalte Tage noch eine Lösung. Weihnachten ist jetzt ja gerade vorbei, da also hätte ich so eine Infrarot-Fußmatte zu Weihnachten geschenkt. Wobei, du bist der Griechenland, da muss eine. Ja, ist in der Tat eine tolle Sache, ja, genau. Also Essen und Nahrungsmittel scheint mir noch ein ganz wichtiges Thema zu sein. Also heißt es jetzt, dass ich jetzt hier anfangen soll, Konserven letztlich anzusammeln, Vorräte zu bilden mit Konserven oder was wird empfohlen? Genau, also das generell wird ja von fast allen Regierungen in europäischen Ländern, werden die Bürger aufgefordert, sich für bis zu 2 Wochen mit Lebensmitteln und Wasser zu bevorraten. Das darf man nicht vergessen. Und der Hintergrund ist einfach, wenn es keinen Strom gibt, funktioniert eben kein EC-Kartenterminal, auch keine Kasse. Wer weiß, ob die Supermärkte überhaupt öffnen. Und sollten sie öffnen, muss man vielleicht am Ende noch mit Bargeld bezahlen, dass man möglicherweise nicht in ausreichendem Umfang gerade noch in der Tasche oder Portemonnaie hat. Das sind also echt Dinge, mit denen man sich beschäftigen muss, vor allem Wasser. Da wird es halt ernst. Also vielleicht kann ich mal ein paar Tage wenig essen oder nur von Keksen leben, aber wenn ich kein Trinkwasser habe, wird es ernst. Und deswegen kann man einfach nur jedem empfehlen, bitte habt mal für 1-2 Wochen ausreichend Wasser im Haus, irgendwo im Keller oder im Vorratsraum oder unterm Bett, wo auch immer man das lagern kann. Übrigens geht es ja nicht bloß ums Trinkwasser, sondern auch ums Brauchwasser. Man braucht ja nicht nur Wasser zum Trinken, sondern auch um sauber zu machen, um Aufwasch zu erledigen und so weiter und so fort. Deswegen der Tipp, sobald man nur davon hört, dass also jetzt eine Stromabschaltung oder ein Brownout, ein Blackout ist, eine bestimmte Zeit, nicht beim Blackout, aber beim Brownout oder einer geplanten Stromabschaltung, könnte noch eine bestimmte Anzahl von Stunden das Wasser laufen und dann macht man einfach den Wasserhahn auf, lässt die Badewanne volllaufen und dann hat man erstmal eine ganze Menge von Wasser da, genau. Ja, und ansonsten kein Fehler. Im Prinzip bei jedem Einkauf, den man macht, immer so sagen, jetzt nehme ich mal noch ein paar Büchsen Thunfisch mit oder Spaghetti oder irgendwas, was lange hält, was also auch nicht gleich schlecht wird, wenn es jetzt doch nicht zum Brownout oder Blackout kommt. Es wird immer wieder empfohlen, dass so eine rotierenden Lebensmittelbevorratung zu integrieren. Also dass man einfach sagt, ich habe einfach immer eine größere Menge, so für 1-2 Wochen Spaghetti da und irgendwelche Büchsen, Konserven zum Beispiel da. Das ist eigentlich kein Problem. Und die Profis, die greifen dann zur Militärversorgung, die kann man im Internet bestellen, bei Amazon oder auf anderen Seiten. Ja, da gibt es das und dann hat man auch was. Sieht vielleicht nicht schön aus, wie ein Eintopf aus der Büchse, aber macht satt, ne? Und nimmt nie wirklich Platz weg. Genau, so ein bisschen Pfadfinderromantik, ja. So ist das, genau. Und vorhin angesprochen, Zahlungsmittel, ne? Also Bargeld da zu haben, ist nicht schlecht. Die Profis, die jetzt sagen Krisenvorsorge, die haben dann natürlich auch noch Gold und Silbermünzen da oder bei Kettner gibt es ganz interessant, gibt es also so ein, ich glaube für 200 € gibt es einen Silberbarren, wo man dann noch einzelne so zwei 2-Euro-Stücken abbrechen kann und einzeln damit bezahlen könnte, wenn also mal kein Bargeld mehr akzeptiert werden würde.
Aber das sind dann so die Krisenvorsorge-Profis, die sagen, wer weiß, was passiert, was ist der Euro noch wert, wenn es mal zu einem Blackout kommt. Vielleicht kostet dann der Liter Wasser plötzlich 100 Euro. Gibt übrigens eine ganze Menge Hörbücher mittlerweile, die also im letzten Jahr so wie die Pilze aus dem Boden geschossen sind zum Thema, was würde passieren bei einem Blackout, beim Stromausfall und so weiter und so fort. Oder bei Wasserausfall oder bei Überschwemmungen. Also jetzt gibt es ein neues Hörbuch, ist ein Buch rausgekommen letztes Jahr. Was wäre, wenn es einfach mal 4 Wochen nur regnen würde, zum Beispiel in Deutschland? Und was immer wieder diese Leute, die sich damit beschäftigen, dann so für Szenarien entwickeln, ist, es wird halt alles teurer. Also es kann einfach sein, du kriegst einen Liter Wasser für 10 oder 20 Euro zum Beispiel. Wer weiß, ob das stimmt, niemand hofft das. Aber deswegen gibt es also so Experten, die dann immer wieder sagen, es ist nicht verkehrt, ein bisschen Geld anzulegen in vielleicht Dinge, die ihren Wert behalten, wie zum Beispiel so ein paar kleinere Goldmünzen oder Silbermünzen. Aber das und halt Tauschobjekte wahrscheinlich auch, ja. Müllsäcke, Zigaretten, Taschenlampe, wo du nicht weißt. Genau. Feuerzeuge, Kerzen und so weiter und so fort. Bleistifte, was auch immer. Das muss alles nicht teurer sein, aber wenn es wirklich mal 2 Wochen lang dazu käme, dass man keinen Zugang mehr hat zum Supermarkt und so weiter und so fort, dann kann man sich überlegen, was in seiner Region gut läuft. Von dem wir ja bereits in der letzten Folge besprochen haben, reden wir immer so ein Vorratsziel nochmal von 10 bis 14 Tagen. Ein Blackout könnte ja einige Tage brauchen und es geht dann eben doch, solange bis die Versorgung wieder lückenlos anläuft. Und naja, man kann natürlich auch erwarten, wenn es dann wieder anläuft, gibt es riesige Schlangen. Es wird schwierig sein, also lieber erwarten genug geben, vorrätig, um jetzt hier nicht unbedingt darauf angewiesen zu sein, als Erste in den Supermarkt wieder zu gehen. Natürlich wünschen wir uns das alle, dass nicht zu einem längeren Blackout kommt, zu einem Stromausfall, aber sich darüber Gedanken zu machen, gut vorbereitet zu sein, gerade in der aktuellen Zeit, ist sicherlich. Ja, das ist sehr gut zusammengefasst. Dem kann ich auch nur zustimmen. Und ja, vielleicht sollten wir uns in einer der nächsten Folgen mal damit beschäftigen und darüber sprechen, in welche Länder könnte ich meinen Wohnsitz oder Unternehmenssitz verlagern, um etwas mehr Sicherheit zu haben vor Blackouts oder Brownouts. Das heißt, in welchen Ländern gibt es generell eine gute Stromversorgung, vielleicht eine, die ähnlich wie in der Schweiz, oder wir hatten ja schon mal gesprochen, in Costa Rica zum Beispiel in erster Linie von Wasserkraftwerken abhält. Also unabhängig von Sonne oder von Wind, sondern Wasser fließt halt möglicherweise zuverlässiger, als die Sonne scheint. Also da können wir uns in einer der nächsten Folgen mal damit beschäftigen. Klingt super, machen wir und Link mit Vorschlägen hinsichtlich Vorsorge und so weiter packen wir hier in die Beschreibung zu dem Video. Das kannst du dir gerne mal anschauen. So machen wir das. Dann vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht.